So, hier sieht man jetzt, dass die Grenzmarkierung wieder versetzt wurde. Ja, um etliche Meter. Achtung! Ja. Hier ist die Grenze. Die verläuft hier direkt am Forstweg. Privatwald. So. 100 Hektar gegen 0,8 Hektar. Wer muss Rücksicht nehmen? Die 0,8 Hektar Waldbesitz auf die 100 Hektar Waldbesitz. Ja, und muss da noch für Angelegenheiten bezahlen. Der Grenzklärung. Ja. So ist das hier in deutschen Landen. Und die zuständigen Forstbehörden, die machen da mit. Die machen dann auch fleißig mit. Es gehört zur halt zur Forstwirtschaft und dazu, dass man das akzeptieren muss. 0,8 Hektar Waldbesitzer hier an der Stelle, dass dann der 100 Hektar Waldbesitzer da machen kann, was er will. Hier war das alles, der ganze Grenzverlauf, zugepoltert mit alles riesengroße Baumstämme, Buche etc. Wurden einige Bäume hier beschädigt, die ich dann auch abmachen musste. Das ist dann alles ein kleiner, überschaubarer Schaden, so wurde mir gesagt. Das muss man halt tolerieren. Ja, natürlich aus einer 100 Hektar Waldbesitzerperspektive ist das immer leicht gesagt. Wird ja in anderen Größenordnungen gerechnet als jetzt, ja, wenn man jetzt so ein kleines Stückchen besitzt, ist ja dann eh nicht wirtschaftlich, soll man es ja eh aufgeben oder abgeben oder wie auch immer. Also klassische Frage wieder der Enteignung. Ne? Also der kleine Waldbesitzer, der soll auf seinen Besitz verzichten am besten. Ist ja unwirtschaftlich. Ne? Ja.
ist unvorstellbar. So, nun hatte ich halt dann Grenzfeststellung machen lassen, damit das alles wieder von Amts wegen. Das heißt, es war keine Grenzfeststellung, sondern Grenzanzeige, dass halt die Grenzpunkte hier an der Gemarkungsgrenze, hier verläuft die Gemarkung, Menzigerode, Betzigerode, die Grenze mit den entsprechenden Grenzsteinen, dass die halt wieder klargestellt ist. Das ist ja die zuständige Forstbehörde hier anders gesehen hat, laut ihrer Forstkarte. Und ja, am Ende, wer zahlt die Zeche? Natürlich der hier 0,8 Hektar Wald hat, der muss die Zeche bezahlen, obwohl er die Problematik gar nicht verursacht hat. 1.400 Euro Grenzanzeige vom Amt für Bodenmanagement. Die waren ja sehr nett und konstruktiv. Wir haben da ihren Job gut gemacht. Haben ja auch nochmal da beim Vororttermin darauf hingewiesen, dass ich ja recht habe, aber das hat nichts benutzt. Ja. Ich bin ja nicht destruktiv, sondern konstruktiv und habe ja versucht, dann nochmal Vorschlag zu machen. Und nämlich sagt, hier den Waldstreifen, der jetzt direkt am Forstweg liegt. Naja, hier ist ja jetzt nicht so kleiner Streifen. Na gut, da wird er ein bisschen schmaler. Also der Bach ist dann die nächste Grenze. Dann da drüber liegen, das ist dann auch mal ein Stück, aber hier der Streifen, der am Forstweg entlang geht, der könnte ich ja abgeben, tauschen. Und zwar gegen ein Stück, was dann da hinten gegenüber liegt. Also die Grenze geht dann bis hier oben hin. Das wurde, Grenzmarkierung wurde jetzt wieder verschoben. Ja, um etliche Meter. Warum, weiß ich auch nicht. In die 1400 Euro wieder dahin. Weil jetzt hier wurde halt abgeschoben, einfach drüber hin mit schwerem Gerät. Ist der Grenzstein natürlich jetzt hier so einfach nicht mehr wiederzufinden. Ja. Das ist das Problem. Ja. Normalerweise wäre er hier. Ja, weil hier ist die Schneise, da unten sind die Grenzsteine. Da läuft die Grenze. Ja, ist hier 5 Meter fast knapp versetzt worden. Die Grenzmarkierung. Einfach mal so. Ja. Muss man sich ja nichts bei denken, ne? Muss man sich nichts bei denken. Ja. Das Problem ist dann halt, dass dann demnächst hier die Bäume also für den Waldnachbarn abgemacht werden und die eigentlich mir gehören. So. Genau, jetzt hätte man da hinten hätte ich ja getauscht, hier auf der anderen Seite, wo der Bach geht, das Stück zu tauschen gegen den Streifen, der hier jetzt runter geht. Der ist ja auch nicht so schmal. Also ein Teil ist er schmal, aber unten ist er breiter und hier ist er auch breiter. Dass man den getauscht hätte, dann wäre die Problematik ja weg. Ja. Aber das schert auch keinen, weil das, was braucht man sich da zu jucken? Was braucht man sich da zu jucken, wenn ich hier nur der kleine 0,8 Hektar Waldbesitzer bin an der Stelle. Und da ist der 100 Hektar Waldbesitzer auf der anderen Stelle. Da wird geschmunzelt. So möchte ich es mal auf den Punkt bringen.
sondern jetzt so hier. Jetzt die spannende Frage. Da ist so viel Abraum jetzt drauf. Das wird kein kriegt man nicht mehr hin. Kannst du vergessen. Können wir hier mal die Hacke probieren, ne? Aber vergessen. So, hier scheint der Grenzstein zu sein. Muss ich schon mal ein bisschen buddeln. Ja. Ui. So. Und die Grenzeisen habe ich jetzt wieder gerade gekloppt. Wenn wir dann hier reinklappen, so, das machen wir noch dabei. Auch noch dabei.
So. Jetzt ist das Ganze wieder etwas plausibel. Genau, da unten ist der. Gehe ich jetzt auch noch mal hin. Und hier sind die Grenzsteine einfach nur hingelegt. Genau, jetzt passt es wieder. So, jetzt haben wir mal wieder für Klarheit gesorgt. Hoffentlich, wahrscheinlich. Nur von kurzer Dauer, weil wen beschert das schon? So, jetzt werden wir noch mal kurz Waldbegang machen in Bubenhausen. Ob da noch für dieses Jahr noch was zu tun ist. Gut, haben wir das hier schon mal jetzt wieder, denke ich mal, ganz gut hinbekommen. Hoffen wir, dass es jetzt da durch den klaren, grenzmarkierten Grenzverlauf jetzt auch noch weniger Ärger geben wird. Ja. Das ist halt hier die eine Grenzmarkierung, die da unten ist, die nächste, die ist ein bisschen reingesetzt. Und dann macht hier der Weg auch noch ein bisschen Schwung. Und dann denkt man, als wäre die Grenze verläuft eigentlich eher mit auf der Bachseite, wenn man halt diesen Grenzpunkt hier nicht berücksichtigt. Weil das ist ein ganz maßgeblicher Grenzpunkt, der das nicht den vermutlichen laienhafte Sicht auf den Grenzverlauf dann am Bach interpretiert, sondern hier ganz klar ja quasi schon ja, mit auf dem Forstweg ist der Grenzstein. Und dann ergibt sich hier raus ein ganz anderer Grenzverlauf, der da zu berücksichtigen ist. Sonst würden ja die Bäume alle gar nicht bei mir gehören, dann wären die ja schon falsch angepflanzt worden. Damals. Genau, da sieht man jetzt hier ja, den nächsten. Da, wenn man jetzt den anders unterstellen würde, dass er mehr hier drin wäre, wenn er halt hier schon wesentlich würde dann weiter das Grundstück neben dem Forstweg liegen. Das ist aber hier oben so, dass es halt schon halb auf dem Forstweg fast liegt, der Grenzstein. So. Und dieser Forstweg, ich bin ja hier als kleiner Junge rumgelaufen, der hatte sich damals natürlich nicht so breit gemacht, das kommt jetzt immer durch das Abschieben, wird dann natürlich immer schön da auf mein Grundstück jetzt hier abgeschoben. Und im gleichen Zuge wird da halt anscheinend die Meinung aufrechterhalten, dass das dann halt mit dazu gehört, das Grundstück zum Forstweg, und das ist ja das ist
amtlich halt nicht so, sondern amtlich ist hier der Grenzstein oder der Grundstücksverlauf und alles auf der anderen Seite ist in meinem Besitz und das soll auch so weit weiter bleiben, weil ich muss ja da auch für Sorge tragen, dass hier alles ja, so ist, wie es halt vom Gesetz gefordert wird, dann auch ordentlich Waldwirtschaft stattfindet. Konnte ja jetzt auch durch diese Käfergeschichte erstmal nicht so stattfinden, wie es eigentlich geplant ist. Eigentlich ist hier geplant auch dann unbedingt eine Durchforstung zu machen. Rückegassen wurden schon angelegt. Ich hatte dann auch erstmal mit dem Trockenholz zu tun, was als trockenes Stangenholz war. Da habe ich schon einiges rausgeholt. Weil wenn zu viel trockenes Stangenholz und Kram drin ist, das ist dann für den Harvester-Einsatz dann auch hinderlich. Ja, das, wie gesagt, durch die Borkenkäfer-Geschichten, die woanders halt erstmal gemacht werden mussten, besteht jetzt natürlich hier auch eine gewisse Dringlichkeit, damit der Bestand auch nicht zu sehr jetzt in diesem Konkurrenzzustand ist, sondern die Bäume dann auch mehr Möglichkeit haben, dann sich auch zu entfalten.